Yamaha hat einen neuen Blaswandler vorgestellt, das YDS 150. Falls du noch nichts darüber gelesen hast, dann habe ich in diesem Video die wichtigsten Informationen zu diesem neuen digitalen Saxophon zusammengestellt. Herzlich willkommen, ich bin Christoph und dieses Video habe ich spontan gemacht, weil Yamaha einen neuen Blaswandler vorgestellt hat, das YDS 150. Yamaha ist ja nicht nur irgendein Instrumentenhersteller, sondern eine altbekannte Firma, wenn es um Blaswandler geht. Es gab die WX-Serie von Yamaha, das WX5, das WX7 und das WX11. Diese Blaswandler gehörten zwischen Ende der 1980er Jahre und den frühen 2000er Jahren sicher zu den führenden elektronischen Blasinstrumenten, werden aber schon seit Jahren nicht mehr hergestellt. Ich fand es deshalb sehr interessant, dass Yamaha entschieden hat, offensichtlich wieder in den Blaswandlermarkt einzutreten und das YDS 150 entwickelt hat. Die Erfahrungen, die Yamaha mit Blaswandlern und natürlich auch mit analogen Saxophonen hat, dürfte dem neuen YDS 150 sicher zugute gekommen sein. Das YDS 150 ähnelt dem analogen Saxophon optisch sehr stark. Mechanik und Klappen des Instruments basieren nämlich auf den Top-Modellen der akustischen Yamaha-Saxophone. Wer also bereits Erfahrungen mit einem Saxophon hat, dürfte Spielbarkeit und Griffgefühl des YDS 150 mögen. Logischerweise und auch sinnvollerweise entspricht der Fingersatz des YDS 150 dem Fingersatz des analogen Saxophons. Wer will, kann aber in der App, die mit dem Instrument geliefert wird, die YDS Controller App, kann in dieser App die Fingersätze anpassen, wenn er will. Weiter hat das YDS 150 ein normales Alt-Saxophon-Mundstück mit einer ganz normalen Blattzwinge und einem Kunststoffrohrblatt. Das Rohrblatt musst du aber für die Tonerzeugung beim YDS 150 nicht zum Schwingen bringen. Dennoch dürfte es allen Saxophonspielern entgegenkommen, dass ein Standardmundstück auf diesem neuen Instrument aufgesetzt werden kann. Wie es sich für einen guten Blaswandler gehört, verfügt das Yamaha YDS 150 über einen Blassensor. Das heißt, der Sensor erkennt, wie stark oder wie schwach du in das Instrument bläst und entsprechend kannst du so ein Piano oder ein Forte spielen. Hingegen hat das YDS 150 keinen Biss- bzw. Lippensensor. Ein Pitch-Bending, also die Tonhöhenänderung, ist deshalb nicht über den Ansatz möglich. Allerdings gibt es einen analogen Controller auf der Rückseite des Instruments, den du mit dem rechten Daumen bedienst, womit ein Pitch-Bending möglich wird. Ein für mich sehr interessanter Punkt bei diesem neuen Instrument von Yamaha ist die Vibration. Laut Yamaha werden nämlich der Klang und die Schwingungen des Lautsprechers, der an der Oberseite des YDS 150 liegt, durch das Klangrohr auf den Messingschallbecher übertragen und das Instrument schwingt deshalb ähnlich wie ein akustisches Saxophon mit. Das heißt, die Vibrationen werden über das Mundstück und die Tasten auf die Lippen und die Fingerspitzen übertragen, um ein authentisches Feedback zu ermöglichen. Diese Kombination von Eigenschaften akustischer und digitaler Blasinstrumente ist einzigartig, also ich kenne keinen anderen Blaswandler, der das kann. Und das dürfte dazu beitragen, dass das Spielgefühl positiv ist und wahrscheinlich ziemlich nahe an ein analoges Saxophon herankommt. Passend zum Instrument hat sich Yamaha beim YDS 150 bei der internen Soundbibliothek auf die Saxophonfamilie fokussiert. Aktuell sind laut der Bedienungsanleitung 56 gesampelte Sounds von akustischen Yamaha-Saxophonen vorhanden. Beim Altsaxophon gibt es zum Beispiel 13 verschiedene Varianten.
die unterschiedliche Stilrichtungen abdecken. Also zum Beispiel Pop, Klassik, Jazz oder Rock. Ähnliche Varianten gibt es entsprechend auch bei den Sopransaxophonklängen, bei den Tenorsaxophonklängen und bei den Baritonsaxophon-Sounds. Die Stimmung der integrierten Sounds entspricht den analogen Verwandten. Das heißt, die Tenorsaxophon-Sounds und die Sopransaxophon-Sounds sind in B gestimmt und die Baritonsaxophon-Sounds und die Altsaxophon-Sounds sind in S gestimmt. Die restlichen 17 Sounds umfassen einige Klänge in C, vor allem synthetische Sounds wie Sawtooth Lead oder Square Lead, sowie einige akustische Instrumente wie zum Beispiel die irische Pfeife oder die Mundharmonika. Bei den Anschlüssen gibt es beim Yamaha YDS 150 eine Bluetooth-Funktion, die es ermöglicht, das Instrument mit einem anderen Gerät wie einem Smartphone oder einem Tablet zu koppeln. Ausgestattet ist das Instrument zudem mit einem AUX-In-Anschluss, um es ebenfalls mit anderen Geräten zu verbinden. Und dank dieser Anschlussmöglichkeiten kannst du zusammen mit einer externen Musikquelle bzw. mit externen Musikern zusammenspielen. Außerdem gibt es einen Kopfhöreranschluss und einen Micro-USB-Anschluss, der dazu dient, die wiederaufladbaren AAA-Batterien aufzuladen. Im Trailer von Yamaha zum Instrument ist dieser Micro-USB-Anschluss zudem als MIDI-Out bezeichnet. Ich bin aber noch etwas unsicher, wie gut dieser neue Blaswandler von Yamaha tatsächlich als klassischer MIDI-Controller funktioniert. Denn in der Bedienungsanleitung, die ebenfalls bereits abrufbar ist auf der Website von Yamaha, ist keine Rede von MIDI. Insofern bin ich etwas unsicher, wie gut das YDS 150 tatsächlich dazu geeignet ist, externe Softwareinstrumente oder einen externen Software-Synthesizer zu steuern. Und hoffe deshalb, dass Yamaha noch etwas mehr Informationen zu diesem Thema veröffentlichen wird oder die Bedienungsanleitung entsprechend ergänzt. Zum Schluss nun noch der Hinweis auf den Preis bzw. den Liefertermin. Das Yamaha YDS 150 wird offiziell ab dem 30. Oktober geliefert und der Preis dürfte etwa im Bereich von 800 € liegen. Zumindest haben jene Online-Händler, die das Instrument schon in ihrem Sortiment auflisten, alle im Bereich von 800 € den Preis angesetzt. Das ist nach meiner Erfahrung zwar nicht extrem teuer, aber liegt für einen Blaswandler doch eher im oberen Mittelfeld. Es gibt von Yamaha auch einen Teaser-Trailer zu diesem neuen Instrument. Falls du den noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich ihn auch unten in die Beschreibung zu diesem Video. Gerne kannst du auch in die Kommentare schreiben, ob du begeistert bist von diesem neuen Instrument oder ob du das eher nicht so gut findest. Für heute war es das aber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.